Die 7 Raben. Es war einmal ein Ehepaar, das hatte 7 Söhne. Aber wie sehr sie sich auch ein Mädchen wünschten, sie bekamen keines. Doch eines Tages war die Freude groß, denn endlich wurde ihnen eine Tochter geboren. Das Mädchen war klein und schwach, und weil sie in der Taufe gestärkt werden sollte, wurde Wasser in den Brunnen gesandt und der älteste Bruder sollte es holen. Die 6 anderen Brüder gingen mit, aber weil sie alle so eilig waren, das Wasser für die Schwester zu holen, fiel ihr Krug in den Brunnen. Die Brüder wussten nicht, was sie tun sollten und blieben am Brunnen stehen, traurig und unschlüssig. Zu Hause warteten die Eltern ungeduldig. Als die Brüder nicht zurückkamen, sagte der Vater ungeduldig: „Sie haben sicherlich wieder getrödelt und das Mädchen vergessen." Die Mutter fügte hinzu: „Ich wünschte, sie wären alle zu Raben geworden." Kaum hatte sie diese Worte ausgesprochen, da hörten sie ein Rauschen über dem Haus und sahen 7 schwarze Raben in den Himmel fliegen. Die Eltern waren entsetzt über das, was sie angerichtet hatten. Sie trauerten um ihre Söhne und waren besonders besorgt um ihre Tochter, die nun ohne ihre Brüder aufwachsen musste. Doch das Mädchen wuchs heran und hörte von ihrer Mutter, was geschehen war. Sie gab sich selbst die Schuld daran und beschloss, ihre Brüder zu suchen und den Zauber zu brechen. Eines Tages packte sie alles Nötige in ein kleines Täschchen und machte sich auf den Weg, ihre Brüder zu finden. Sie fragte viele Tiere und Menschen, aber niemand konnte ihr sagen, wo ihre Brüder waren. Schließlich traf sie eine alte Frau, die von den 7 Raben wusste. Sie sagte dem Mädchen, dass ihre Brüder auf einem Berg in einem Schloss aus Glas wohnten. Die Reise dorthin wäre jedoch schwierig und voller Gefahren. Aber das Mädchen war entschlossen, ihre Brüder zu retten. Sie bedankte sich bei der alten Frau und setzte ihre Reise fort. Nach vielen Tagen und vielen Hindernissen kam sie schließlich zu dem Glasberg. Sie klopfte an die Tür des Schlosses, aber niemand antwortete. Sie versuchte die Tür zu öffnen, aber sie war fest verschlossen. Da erinnerte sie sich an einen goldenen Ring, den sie von ihrer Mutter bekommen hatte. Sie steckte den Ring in das Schlüsselloch und drehte ihn. Die Tür öffnete sich langsam. Im Schloss war alles still. Sie rief nach ihren Brüdern, aber niemand antwortete. Sie durchsuchte das Schloss und fand 7 Betten, in denen 7 Rabenfedern lagen. Das Mädchen wusste, dass dies die Betten ihrer Brüder waren. Plötzlich hörte sie ein Flügel schlagen. Die 7 Raben kamen zurück zum Schloss. Als sie das Mädchen sahen, waren sie überrascht und misstrauisch. Aber sie erkannte sie sofort und rief ihre Namen. Die Raben krächzten nur und kamen nicht näher. Das Mädchen wusste, dass sie den Zauber brechen musste, um ihre Brüder zu retten. Sie nahm den goldenen Ring und legte ihn in ein kleines Wasserglas. Dann betete sie und sprach Zauberworte, die sie von der alten Frau gelernt hatte. Ein helles Licht erfüllte den Raum, und als es verblasste, standen ihre 7 Brüder vor ihr, nicht mehr als Raben, sondern als Menschen. Sie fielen einander in die Arme und weinten vor Freude. Die Brüder erzählten, dass sie viele Jahre als Raben leben mussten und nur einmal im Jahr für eine kurze Zeit menschlich wurden. Sie dankten ihrer Schwester für ihre Tapferkeit und Entschlossenheit, sie zu retten. Gemeinsam kehrten sie nach Hause zurück. Ihre Eltern konnten kaum glauben, was sie sahen. Sie umarmten ihre Kinder und weinten vor Glück. Das Mädchen wurde als Heldin gefeiert, und die Geschichte ihrer mutigen Reise wurde in der ganzen Stadt erzählt. Von diesem Tag an lebten sie alle glücklich und in Frieden. Die bösen Worte der Mutter wurden nie wieder erwähnt, und die Familie war enger verbunden als je zuvor.
Die Geschichte der 7 Raben und ihrer mutigen Schwester wurde von Generation zu Generation weitergegeben. Sie erinnerte die Menschen daran, vorsichtig mit ihren Worten zu sein und niemals die Hoffnung zu verlieren, auch wenn die Dinge hoffnungslos erscheinen.